28 Angler. Die Zeichen stehen auf Go, Alter. 9 Nationen. Oh, Mama Mia. 4 Finaltickets. Yes. 3 Zielfische. Oh mein Gott, ist das geil. Ein Finale an einem unbekannten Ort. Und ein Pokal. Der YPC Bank 2025 wird präsentiert von Shimano. Closer to Nature, Closer to People. Hearty Rice, Feel the Difference. Und LMAB. Every great story starts with a cast. Hallo liebe YPC-Zuschauer, herzlich willkommen zur 16. Episode und damit zur finalen Vorrundenfolge der diesjährigen Staffel. 3 Halbfinaltickets sind theoretisch noch zu vergeben. Praktisch dürften es aber höchstens 2 sein, denn Mark Paczowski scheint hier schon zu weit enteilt. Max Guders Vorsprung ist ebenfalls komfortabel. Der Youngster beißt sich aber bereits seit Tagesbeginn die Zähne am noch fehlenden Barsch aus. Luis Mendez wiederum sollte nachlegen, denn mit nur 2 durchschnittlichen Fischen könnten sowohl Marius Schöpp als auch Christina Meldau vorbeiziehen. Alex Wils wartet derweil immer noch auf seinen ersten Wertungsfisch und für den anderen Alex ist es sogar noch schlechter gekommen. Nach einem ernstzunehmenden Cut am Schienbein ist der Herforder in ärztlicher Behandlung und wird hier aller Voraussicht nach nicht mehr eingreifen können. So viel zur Ausgangslage vor den entscheidenden 4 Stunden. Wir gehen rein und beginnen beim Schlusslicht. Willkommen zur letzten Episode der Gruppe D. Ich bin jetzt hier in der Stadt, versuche jetzt mit einem Dropshot vielleicht den einen oder anderen kleineren Fisch zu überlisten, dass ich zumindest mal ein paar schöne Fische in die Karte bringen kann. Ja, in der Vorbereitung hat das geklappt, aber alles andere, was ich bis jetzt gemacht habe, hat in der Vorbereitung auch funktioniert. Bleibt mir nichts anderes als zu hoffen, dass tatsächlich noch ein bisschen was dabei rumkommt. Freunde, ich habe alle 3 Fischarten. Davon Barsch, Mindestmaß, Zander, Mindestmaß und 1,4 Meter Hecht. Das bedeutet für mich, das Hechtangeln liegt mir bei diesem Turnier ein bisschen besser oder ich sage jetzt mal so, Zander- und Barschangeln ist einfach die letzten Tage ein bisschen schwieriger geworden. Deswegen Taktikwechsel. Ich bin jetzt am Polder, eine Route, ein Kescher und werde jetzt versuchen, hier ein paar Hechte zu fangen. Ich habe nur einen Köder mit, mehr brauche ich nicht. Ich habe den Real Vibe, ein Köder, den man als Swimbait, aber auch als Jerk präsentieren kann. Und damit bin ich auch sehr flexibel unterwegs, werde jetzt einfach Strecke machen. Ich habe hier noch nie gefischt, das Gewässer sieht aber geil aus. Und ich bin in der Hoffnung, dass ich ein paar schöne Fische fange. Also, auf geht's. Was ich jetzt erstmal checken wollte, ist, ob ich hier, wie das aussieht, wenn ich hier einen Schritt reinmache ins Wasser. Bevor ich hier gleich ertrinke beim Landen. Hoppa. Okay. Also so wird das dann gleich beim Keschern auch sein. Ah, Brennnessel. So, meine Stimmung hat sich erheblich verbessert. Wir sind am nächsten Spot. Hier möchte ich jetzt einen Zander fangen und wir haben gerade schon im Auto drüber gesprochen. Also ich habe das Halbfinale noch nicht abgeschrieben. Ich sage, wenn ich noch viele Fische fange, also sagen wir, wenn ich noch 4 Fische fange und den Hecht nicht habe, glaube ich, habe ich immer noch eine Chance. Schauen wir mal. Hier kommen jetzt so ein paar Einläufe, richtig schön. Ansonsten ein bisschen Schatten, dürfte richtig gut passen. Ich werde jetzt erstmal hier Vertikalstrecke machen und dann die Einläufe auswerfen. Street Fishing. Wirklich leider die Angelart, die ich am wenigsten beherrsche und auch am wenigsten mag, aber es soll hier kleine Barsche geben. Und ich gehe jetzt all in und zwar ganz unkonventionell. Also das kennt wahrscheinlich keiner von euch. Snap, schweres Gewicht, Dropshot-Blei oder was auch immer, jetzt in dem Fall 30 Gramm Blei. Und dann kommt hier der Killer, der Kleinbarsch-Killer schlechthin. Ein schöner Savage Gear Spinner in der Größe 1. Und den werde ich jetzt tatsächlich hier an der Spundwand entlang schleppen. Aber damit ich ihn halt auf Wassertiefe bekomme, hänge ich ihn hinter ein Blei. Und diese Montage hat mir schon super oft alles Mögliche an Fischen gefangen. Und damit gehe ich jetzt all in. Crankbaits kennen die hier geschleppt an der Spundwand. Aber so einen kleinen Spinner, den kennen die nicht. Und den werden die sich jetzt holen. All in für den 22er Barsch, Freunde. Drückt die Daumen. Ich glaube ja an Pink. Und da das ja schließlich jetzt nicht gerade jeder angelt und das hier eine sehr viel befischte Stelle ist, haben das die Fische vielleicht ein bisschen weniger oft gesehen. Was ist es vielleicht?
Damit fangen wir jetzt noch einen Fisch. Jeder hat so seinen Spleen. Eigenwillige Montage, Lieblingsfarbe und bei Marc, na klar, Ich möchte einen Brückenzander fangen und habe hier eine ziemlich stinkige Tüte dabei. Ich habe mir gestern mal so ein paar Gummifische vorbereitet mit Nitro Booster. Hier habe ich Nitro Booster Spray und Creme vermischt quasi zu so einer bisschen festen Flüssigkeit und habe die da drin einweichen lassen, dass die das richtig aufnehmen. Funktioniert sehr gut. Ihr seht mich meistens nur die Creme benutzen, aber wenn ich so Sachen mache, das seht ihr nicht, weil ich es quasi vorbereite, aber das Spray benutze ich auch gerne und mache dann hier so eine Pampe da draus. Und ja, wenn so ein Köder ordentlich stinkt, packt der Fisch hoffentlich besser zu. Hier so ein Muddy Roach Slim Shad. Das ist natürlich jetzt schön stinkig auch für die Finger. Handtuch habe ich keins dabei. Das heißt, der Kameramann muss es im Auto ertragen, wenn es an der Hose ist. I'm sorry. Könnte schon Hecht gewesen sein, der aufs Blei geknallt hat. Also ich hatte mir 2 Dropshots für heute vorbereitet, dachte mir so, ja, alles gut. Eins habe ich noch. Ich habe mir hier in diesen Wallets meine Vorfächer vorbereitet. Gut war's. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so einen Verschleiß habe. Aber das hier ist eins mit einem 38er Mono. Weil wir hatten hier im Training tatsächlich auch ein paar Hechte. Genau, als Vorfach habe ich da unser W6 Fluorocarbon verwendet, eben in den 0,38 mm, die harte Version. Wir haben ja ein hartes und ein softes. Ich mag die harte ein bisschen mehr, weil sie einfach etwas abriebsfester ist. Und als Hauptschnur verwende ich hier die W10 Orchid Purple. Das ist eine 13-fach geflochtene, also richtig geile Schnur. Ansonsten zum Dropshotten fische ich hier jetzt die Finesse T&C bis 15 Gramm. Und das ist die W6. Das seht ihr, relativ kurze Route. 2.500er Stationärrolle drauf. Super feinfühlig, W6 Blank, super geil. Genau, das ist so mein Setup. Und jetzt muss ich hier wieder alles einpacken. Dann machen wir weiter. Okay, auf geht's. Erster Wurf zum Spinnerschleppen hier. Schön dicht dran an der Spundwand. Schön die lange Leine lassen. Einmal bis auf den Boden warten. So ist auf dem Boden und jetzt gehen wir hier die Spundwand entlang. Mit Spinner in der Hand. Man merkt richtig schön, wie der Spinner rotiert hinterm Dropshot-Blei. Ja, jetzt heißt es Kilometer machen. Ja. Oh, Freunde, ich hab ihn. Keine 3 Minuten geschleppt. Da zuppelt der kleine Barsch. Unfassbar. Er zuppelt. Jetzt muss ich jetzt erstmal meinen Kescher aufbauen. Wahnsinn hier. War die Bremse richtig weich. Ich habe richtig Angst, den Fisch zu verlieren. Come on! Ja. That's sizable. Der hat Maß, Freunde. Der hat Maß. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dieser kleine Barsch Maß hat. Der vielleicht wichtigste Kleinbarsch in meinem Leben. Oh, Löwe, Freunde. Löwe. 26 Zentimeters. 26 Zentimeter. Ich hab ihn. Mega gut. Mega gut. Okay. Und hops. Bye bye. 26 Zentimeter Barsch. Geh Streetfischen, haben sie gesagt. Da wirst du sie fangen. Und es stimmte. Oh, wie geil. Wie geil. Und eigentlich habe ich ja tatsächlich meine Forellenbox hier gerade verwendet, weil das sind die schönen Forellenspinner. Die Ag-Spins, beispielsweise von Savage Gear, die man sehr gut im Bach auf Forelle fischen kann, aber die fangen halt eben auch Barsche. Geil. Richtig gut. Wuhu. Full Card für Max, der sich damit sogleich an die Spitze setzt. Das sollte es eigentlich für ihn gewesen sein. Und weil Spinner und Spundwand offenbar gut harmonieren, geht's erstmal so weiter. So, das Blei fliegt wieder. Schön entlang der
Kante schön absinken lassen. So, warten, warten, warten. Jetzt kommt es unten an und jetzt geht es einfach hier weiter. Schön langsam hier entlang gehen. That was the next bite for sure, 100%. So. Ja, Fisch. Ah, off, off. Ah. Ja. Nein, Zander. Nein! Nein! Mama, fuck! Kleiner Barsch. Ja doch, der hat doch genau 26, oder? Ja. Shit Times call for shit measures. 26er Barsch sind Punkte. Ist mir groß genug. Ja, ist einer zum Upgraden, aber ist auch einer für die Karte. Wichtig. Richtig und wichtig. Also hier ist jetzt so ein Auslauf, wo richtig Strömung drauf ist. Deswegen werfe ich den jetzt hier einmal kurz ab. Jetzt wäre ich natürlich sehr, sehr an einem Zander interessiert. Damit ich den Punkt auf meiner Karte auf jeden Fall auch habe. Vom Hecht habe ich mich eigentlich schon verabschiedet, außer ich lack hier jetzt halt komplett rein. Aber ich nehme natürlich auch noch jeden Barsch. 2 Barsche kann ich ja noch aufnehmen in meine Liste. Und der eine ist ja, sage ich mal, unter Umständen auch möglicher Kandidat für ein Upgrade. Jetzt habe ich 3 Zander, einer gehillt und 2 verloren. Aber Barsche, die haben irgendwie den Mund zu im Moment. Daher will ich auch nicht mehr zu viel Zeit jetzt hier verbringen. 2, 3 Würfe und dann geht es weiter zum nächsten Spot. Fisch! Yes! Juhu! Zander! Ja, auch kein Monster, aber Wertungsfisch. Mein erster Zander. Ende der Zipfel der Flosse zeigt 48,5, 49. Bist du damit einverstanden? Confirmed. Einmal kurz hier. War jetzt relativ lang draußen. Hier ist es noch, finde ich, noch nicht zu hoch, um ihn nicht reinzuschmeißen. Geht am schnellsten, ist am emotionslosesten und ja, hier hat jetzt die Taktik funktioniert. Am Auslauf stehen bleiben und abwerfen, abdropshotten. Buff, schöner Biss. Und 49er Zetti. Damit habe ich ein Flow, kommt auf. Geil. Da muss er selbst etwas lachen. Aber Platz 3 ist plötzlich in Reichweite und sollte die Qualifikation am Ende gelingen, kräht kein Hahn mehr nach dem genauen Ergebnis. Bei Max gibt's derweil den nächsten Einschlag. Oh ja, there's the next one. Da ist der nächste, Freunde. Der nächste Barsch. Der nächste Barsch. Oh, der ist sehr klein. Der ist wirklich sehr klein. Hoppa. Der nächste Barsch. Kein Upgrade. Ich weiß nicht mal, ob der Maß hat. Aber naja, der kleine Mann darf wieder zurück. Aber der Spinner funktioniert. Sehr schön. Flup. Bye, bye. Jetzt ist natürlich gerade die Frage, ich habe jetzt eine Full Card. Ich habe jetzt nur einen 26er Barsch. Also das sind 52 Punkte. Ich habe aber auch nur einen 57er Hecht. Das sind 57 Punkte. 5 Punkte Differenz. Was ist für mich einfacher zu fangen? Einen größeren Barsch. Würde sagen, also einen größeren Barsch bis so 30, 35 fängt man hier wahrscheinlich. Oder halt einen größeren Hecht, so 70. Und es ist ordentlich windig, muss ich tatsächlich sagen. Damit hätte ich nicht unbedingt gerechnet. Deshalb bin ich jetzt gerade doll am Überlegen, auch wo man noch hingehen könnte. Also es gibt einige Plätze, wo man hingehen könnte, aber das ist alles nicht so ganz sicher. Ich stelle mir jetzt einen Timer, 40 Minuten kein Barsch-Upgrade, dann fahre ich nochmal auf Hecht 1,5 Stunden. Ihr hört meinen Timer. So, jetzt eine Stunde hier an dem Spot. Jetzt geht's weiter. 2 andere Stretches machen. Jetzt als nächstes fahren wir an eine Brücke, wo wir im Training auch einen Zander hatten. Und dann kommen wir, glaube ich, nochmal her. Weil hier ist halt richtiges Bigfish-Potenzial mit den Ausläufen. Dieser Hecht, der wäre gestern sehr, sehr wichtig gewesen jetzt, weil dann könnte ich mich jetzt wirklich hier restlos drauf konzentrieren.
Aber ich glaube, 5 Fische und ich habe eine Chance. So, wir fahren jetzt zum nächsten Spot. Hechtangeln, da freue ich mich mega drauf und hoffe, dass wir da optimalerweise 4 Fische kriegen. Ich will da aber jetzt nicht vorgreifen. Ich bin zufrieden, wenn ich einen kriege und hätte dann noch einen anderen Spot in petto für Barsch. Jo, los geht's. Kleiner Kulissenwechsel von dem Großgewässer in die Stadt. Und hier ist so ein kleiner Fluss und hier werde ich jetzt ein paar Brücken beangeln, in der Hoffnung, dass da ein Zander drunter steht, der beißen will. Angeln tue ich jetzt wieder mit der Night Shadows YPC Bank Edition Route. Hier habe ich einen kleinen 4-Inch Magic Slimshot drauf mit einem 3,5 Gramm Kopf. Ist mir jetzt schon ein bisschen leicht, hier ist ganz schön Strömung drauf. Und kann sein, dass ich jetzt auf 5 Gramm hochgehe. Und schlänzt dann immer schön unter die Brücken. Durch das kurze Handgriff von der Route, also das Handstück, kann ich halt auch super so einen Unterhandwurf machen. Mit den meisten Routen, die dann 2,20, 2,30 oder länger sind, geht das gar nicht mehr so schön. Dafür ist die Route auch top geeignet. Jetzt muss es nur noch einmal Dock machen und der 60er Zander da unten rauskommt. Leute, wisst ihr, was das hier ist? Das ist Europas beliebtester Angel-Adventskalender und er ist jetzt endlich auf Lager. Circa 250 € Warenwert, 24 exklusive Produkte von 17 geilen Marken, die Chance auf ein goldenes Ticket. Ganz ehrlich, für 99,99 € plus Versand ist das der beste Deal des Jahres. Jetzt bestellen, direkt nach Hause geliefert bekommen, aber natürlich nur, solange der Vorrat reicht. Freunde, vom 28. bis 30. November findet das Offline-Event des Jahres statt. Europas größte Angelmesse, die Angelwelt Berlin, öffnet ihre Pforten. Gemeinsam mit Savage Gear und dem B1 Boot Center erwarten wir euch auf dem größten Stand der Messe. Und natürlich könnt ihr wie jedes Jahr etliche YPC-Angler, wie zum Beispiel Johannes Gasser von LMAB, Luis Mendes von Monkey Lures, Enrico Di Ventura von Fox Rage, Max Guder von Savage Gear und Markus von Oy von Bullseye treffen. Doch dieses Jahr haben wir noch ein ganz besonderes Highlight für euch. Mit Robert Wagner und Gulla Barbecue kommt Europas größtes Barbecue-Restaurant direkt bei uns auf den Messestand. Und jetzt kommt's. Wer für mindestens 100 € bei uns am Stand einkauft, der bekommt von Gulla Barbecue einen köstlichen Pulled Pork oder Pulled Beef Burger gratis on top. Wir werden insgesamt 1500 Burger da haben, verteilen die über die 3 Tage. Aber natürlich gilt das Angebot nur, solange der Vorrat reicht. Wenn du noch kein Ticket hast, mit dem Code ANGELN2025 sparst du 5 € beim Online-Ticketkauf. Wir sehen uns in Berlin. Hey Leute, ich habe hier was richtig Tolles für euch. Die My Ilex Selection Markbox 2025. In dieser Box habe ich zusammen mit Ilex eine feine Köderauswahl zusammengestellt, die perfekt zu meinem Angelstil passt. Und viele davon in exklusiven Sonderfarben, die ihr nur in dieser Box bekommt. Enthalten sind einige meiner absoluten Favoriten. Jeder Köder ist sorgfältig ausgewählt, damit ihr direkt am Wasser durchstarten könnt. Und obendrauf gibt es noch ein exklusives Ilex Cap, eine Autogrammkarte und sogar eine limitierte Ilex Backhahn. Aber Achtung, diese Box gibt es nur in einer begrenzten Stückzahl, also warte nicht zu lange und sichere dir jetzt deine My Ilex Selection Markbox und sei bereit für dein nächstes Angelabenteuer. Und denk dran, bald ist Weihnachten. Mit dieser Box hast du eine super Geschenkidee. Ich grüße von der Brücke. Ich fische die Brücke so, dass die Strömung praktisch in die Richtung läuft, also von mir weg, weil ich so die Absinkzeit des Gummifisches noch verlängern kann. Und mit diesen 2 Gramm kann er richtig schön taumeln. Und das Coole an den 2 Gramm Jigs, an einem Bulltees zum Beispiel 9,5er, ist, dass ihr den auch so wie so ein Stein so flitschen könnt. Meistens schaffe ich immer nur einen Aufsetzer, aber dadurch kommt er noch mal ein bisschen weiter. Und man könnte auch noch viel, viel flachere Brücken befischen. Das habe ich allerdings gestern im Training getestet. Ich habe gestern 9 Brücken befischt. Ich hatte nicht einen Biss. Das hat mich sehr positiv gestimmt, aber diese eine wollte ich eben mitnehmen, weil wir hier im Training eben den Fisch hatten. Ich probiere es nach wie vor am Kanal mit meinem Dropshot.
Ich bin immer noch davon überzeugt, seit heute Morgen, dass der Dropshot eigentlich der Schlüssel sein müsste. Aber ich kann mir noch nicht erklären, was ich anders machen muss, dass die Fische bei mir beißen. Ob es jetzt die Stellenwahl ist. Also ich glaube schon, dass die Fische da sind. Ich mache vermutlich irgendwas nicht ganz richtig. Aber ich habe noch nicht rausgefunden, was. Ich versuche es jetzt weiter mit dem Dropshot. Und ja, mal gucken, ob noch irgendwann was passiert. Der eine Alex hat Frust, beim anderen gibt's endlich mal gute Nachrichten. So, ja, der Part ist erstmal überstanden. Ganze Weile im Krankenhaus verbracht. Super netter Arzt, hat mich wunderbar versorgt. Aber ich muss das nicht normal haben. Cesar war so nett und ist vorbeigekommen mit seinem Kollegen Pascal. Und helfen gerade beim Transfer hier, weil das ist jetzt nicht so gut mit dem Autofahren. Super cool. Very nice that you're here. So, ich denke, ich bin raus. Ich leg mich ab. Bis bald. Noch keine 30 Sekunden später, nachdem ich gesagt habe, dass ich denke, dass ich irgendwas anders machen muss, hatte ich jetzt einen guten Biss, der leider nicht hängen geblieben ist. Ich erkenne jetzt nichts, aber ja, bevor ich jetzt groß weiter sabbel, hoffe ich, dass ich endlich einen blöden Fisch bekomme. Auf der einen Seite bin ich ganz froh, dass es jetzt mal eine Rückmeldung gab. Das heißt, ich mache irgendwas, habe ich jetzt richtig gemacht. Aber auf der anderen Seite frage ich mich natürlich schon, was ich hätte anders machen können. Also habt ihr vielleicht irgendeine Idee? Ich habe jetzt das Gewicht geändert, die Höhe, die Farbe, den Ködertyp. Habe heute Morgen verschiedene andere Sachen probiert, wie schnelles Fischen, langsames Fischen, schwer, leicht, groß, klein. Was würdet ihr an meiner Stelle ändern? Was würdet ihr anders machen? Das würde mich interessieren. Haut's mal in die Kommentare. Now. Yes, 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 man. What's going on now? Oh, that's not a perch. That's not a perch. Freunde, ich habe jetzt hier einen Fisch dran. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Könnte auch eine gehakte Brasse oder sowas sein. Ich habe natürlich von meinem kleinen Spinner keinen Stahl drauf gemacht. Das heißt, wenn der Fisch abreißt, sofort Zeitstrafe. Das wäre ziemlich dumm gerade. Aber ich wollte halt bei diesem Finesse-Angeln, Streetfischen hier, einfach kein Potenzial verschwenden auf die kleinen Barsche. Bremse ganz, ganz weich jetzt, ganz, ganz weich. Wenn das ein Hecht sein sollte, damit man auch eine Chance hat mit dem dünnen Fluorocarbon. Aber Freunde, wenn das ein Hecht ist, dann ist es auf jeden Fall kein 60er. Das steht völlig außer Frage. Die Phaser sinkt. 7 Kilogramm Schnur hier drauf auf meiner SG8 Revenge. Okay. Also auf jeden Fall ein großer Fisch. Ich habe neulich erst einen Wels gedrillt an einer 18 Gramm Barschrute. Das war auch sehr, sehr spannend. Kein so krasser Unterschied gerade. Naja, auf jeden Fall. Oh, it's getting exciting now. Oh, that's a big pike. Oh, yep. Hecht, Freunde. Ein Hecht. Aber vorhin schon zum Kameramann gesagt, zu Sepp, Hechte, Spinner, die hängen eigentlich immer so. Ich meine, man hat ja auch so ein langes Drahtstück quasi als Stahlvorfach. Das passt eigentlich. +90 Fisch auf jeden Fall. Nein, der geht in die Struktur. Nein, 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 nein.
Den kriegen wir. Den kriegen wir. Ganz ruhig und gelassen bleiben. Es bringt gar nichts, jetzt mehr Druck zu machen, nicht die Bremsen zu krachen, ganz entspannt machen. 0,25er Fluoro, das hält nur 5 Kilo. Dazu noch die Zähne, aber der Spinner hängt vorne. Den kriegen wir, den Fisch. Den kriegen wir. Also auf jeden Fall dieser Lucky Fisch, von dem alle immer träumen, dass man ihn einfach irgendwie random fängt in so einem Turnier. Und wenn ich ihn jetzt rausbekomme, das ist alles super. Ey, ich würde so gerne gerade ins Wasser springen, um mit dem Kescher besser ranzukommen, weil der Winkel vom Kescher ist halt sehr, sehr schlecht für so einen großen Fisch. Das wird echt eklig, den zu keschern. Aber auf jeden Fall hat die Phaser einen wirklich schönen Klang, finde ich. Super, super herrlicher Sound. Bremse sehr schön justierbar. Perfekte Schnur drauf. Übrigens eine neue Prototyp-Schnur von Savage Gear. Und ja, ihr seht es ja selbst. Die SG8 Revenge ist krumm wie ein Besen. Irgendwie ist ein Besen nicht krumm, ich weiß. Das war die Chance. Das war die Chance. Den hätte ich haben müssen. Das war die Chance. Spinner hängt übrigens doch nicht vorne, Spinner hängt komplett drin. Und nur die Schnur ist hier perfekt auf der Seite liegend. Heißt aber, wenn sich jetzt der Hecht, wenn er schlägt, dann wird es richtig gefährlich, weil dann ist die dünne Schnur natürlich ganz leicht durch. Heißt, wenn er schlägt, sofort mit der Rute runtergehen. Ihm einfach die Möglichkeit lassen, zwar auszusteigen, aber halt nicht den Schnurbruch riskieren. Der Schnurbruch bringt auf jeden Fall gar niemandem irgendwas. Ja! Ja! Das ist der Fisch, der mich weiterkommen lässt. Ich würde es fast behaupten. Ich hoffe es so sehr. Ich weiß natürlich nicht, was die anderen fangen, aber komm. Das ist mein Hecht-Upgrade. Das ist es. So, ganz wichtig, Freunde. Jetzt einmal den Hecht greifen und einfach nicht mehr loslassen. Dafür hat man jetzt ja auch einen Handschuh. So, der Kescher kommt hier weg. Oh, zeige ihn euch einmal. Richtig gut. Richtig, richtig gut. Was ein schöner, dicker Kanalhecht. Oh. Dass ich den Fisch rausbekommen habe, ist wirklich richtig Glück. Wie ihr seht, wie der den aufgefressen hat, den Spinner. Das ist unfassbares Glück. Wahnsinn. 85 cm. Ich habe echt gedacht, der wäre größer. Ich habe gedacht, der ist 90. Aber der ist gut gebaut auf jeden Fall. Und halt auch an der Barschrute, da hat man direkt wieder ja, andere Dimensionen davon, wie dieser Fisch aussieht. Come on, man. Swim away properly, please. Yeah, he needs definitely some time now. Just want to go down there, but I might fall in. So I give you my microphone. Freunde, er ist weg. Ihr seht, ich hocke hier gerade im perfekten Pistol-Squat. Ich bin froh, dass ich bouldern gehe. Da kommt man in solchen Situationen hier ganz gut klar. Okay. Was eine Mission, was ein Abenteuer hier. Der helle Wahnsinn. Da hatte ich wirklich Glück, muss ich echt sagen. Bisschen verantwortungslos, ohne Stahl zu angeln. Aber ja, eigentlich auf Barsche und so, wie das halt immer ist. Ne? Man will ja halt auch Finesse-Rigs angeln, weil sie halt Finesse sind. Und wenn man die mit Stahl angelt, funktioniert das eben nicht so gut. Ihr habt es gerade gesehen, das war jetzt das perfekte Beispiel. Auch der Köder, wenn der komplett inhaliert ist. Man kann ihn mit einer sehr weichen, leichten Rute problemlos drillen. 50 Gramm Rute, safe, den hätte ich abgerissen, weil man einfach zu viel Druck macht mit so einer ganz leichten Rute. Es geht. Perfekt. Ich bin dankbar. Mega gut. Das war doch auf jeden Fall aufregend. Auch beim Barschangeln kann Max seinem Lieblingsfisch nicht entkommen. Der Youngster baut die Führung aus und kann die letzten 90 Minuten gelassen auf sich zukommen lassen. Luis dagegen dürfte weniger entspannt sein. Also hier sind auf jeden Fall Brutfische unter mir, ein bisschen größer auch. Sieht gut aus, Mann. Hier muss irgendwo ein Hecht stehen. Ich fresse einen Besen. Ja!
Fuck! Oh, mein Gott! Oh, ich hab's gesehen, ich hab zu früh angehauen. Nein! Nein, vor den Füßen kommt er direkt angehauen. Nein! Dass der nicht hängen geblieben ist! Der hat sogar einen Trailerhook, der größer ist als der Gummifisch. Nein! Ja, ich kann fangen, was ich will. Ich brauche nur noch 3 Fische für die Full Card. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, ich probiere es jetzt mal ein paar Poldern. Das ist jetzt ein Polder, den ich auch kenne. Hat nicht lange gedauert zum Kontakt. Ich hoffe, ich kriege einfach jetzt 1, 2 Hechte hier. Oh, es ist schwer. Mein Kamikaze-Plan ist heute noch nicht so ganz aufgegangen. Der tat richtig weh. Luis hadert, während der engste Verfolger nun noch einmal einen vielversprechenden Stretch vor sich hat. Zurück am Kanal, auf das ich hier, ähnlich wie ich im Training mit Ton, ein paar Barsche gefangen habe, sie heute auch wieder fange, um meine Karte voll zu machen. Ich habe jetzt definitiv, würde ich mal behaupten, aus meinen Fehlern, die glücklicherweise nicht bestraft wurden, gelernt und habe jetzt hier gerade einfach mal dann doch ein ganz dünnes 3 Kilo Steiferfach vor den Spinner geschaltet. Man sieht es ja hier. Ich hoffe, es stört die Barsche nicht zu sehr. Ich bin schon sehr der Meinung, dass Barsche vorfachscheu sind. Gut, jetzt vielleicht so kleine, die jetzt eh noch nicht so oft gefangen wurden, nicht. Aber hier soll es ja auch größere bestimmt geben in so einem Kanal. Und ich finde, ein Steiferfach ist schon beim ganz gezielten Barschangeln nicht so geil. Aber naja, man soll ja aus Fehlern lernen, wie gesagt. Und deshalb ist da jetzt ein ganz dünnes Steiferfach vor. Und ich werde auch nicht mehr den Platz wechseln. Ich werde jetzt hier einfach weiter fischen und ausfischen. Ich glaube nicht, dass ich jetzt woanders hier jetzt irgendwie mal eben in der Ecke einen guten Hechtplatz auftun würde. Ich habe hier auf jeden Fall keinen. Und würde jetzt irgendwo hinfahren, wo ich mich überhaupt nicht auskenne. Das ergibt auf jeden Fall auch keinen Sinn. Also hier einfach weiter angeln. Hier sind Barsche, hier sind Hechte. Mal gucken, irgendwas geht hier noch. So, wir sind jetzt beim Hechtspot angelangt und wie ihr hinter mir sehen könnt, ist es nicht ganz so idyllisch. Wir befinden uns direkt an der Straße, aber wir haben hier einen ganz interessanten Polder gefunden und ich hoffe jetzt, dass wir hier ein paar schöne Fische fangen können. Let's go! Guter Fisch. Guter Barsch, glaube ich. Oh ja. Oh ja, 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 ja. Boah. Ja, okay. Nicht riesig, aber dürfte eine 4 vorne stehen. Leute, der Megatease. Und jetzt hängt er richtig geil da vorne drin in der Fressluke. Schaut euch das mal an. Auf jeden Fall ein 40-Pluser. Die Aufholjagd, sie geht weiter. Hätte ich nur mal den Hecht gestern gefangen. Da ist der Megatease, da ist der Barsch. Maßband habe ich gerade nass gemacht. Ja, 39,5. Do you confirm? Yes. 40 geile, also eigentlich 80 geile Punkte auf dem Megatease. Dropshot. Solche Fische sind ganz wichtig in den letzten 2 Stunden Angeln. Yes! So, hier ist es mir eindeutig zu hoch, einen Fisch wieder reinzuwerfen, auch aus Hege. Deswegen kommt er in den Kescher. Ich mache den Step des Todes und dann geht es per Aufzug mit unserem W6 Telescopic Landing Net wieder gegen Wasser und da taucht er ab. Und somit wäre der 40er gefangen oder die 40 Punkte, 39,5er. Sehr, sehr geil. Ich fahre die 5 Meter Länge wieder ein und ärgere mich umso mehr, dass dieser doofe Hecht gestern nicht drauf war. Sonst hätte ich jetzt die Fullcard. Gibt's nicht, Alter. Und gestern noch so, ja, der Hecht ist wurscht. Hätte ich den Hecht gestern gefangen, würde ich sagen, dass ich jetzt im Halbfinale bin. Kaum zu glauben, aber aktuell wird's auch ohne den Hecht reichen. Und das, obwohl sich Marius in seinem Überschwang auch noch vertan hat. Okay, Euphorie hat Überhand genommen. Ein mehr hätte ich sowieso noch gebraucht, weil der Hecht hat ja den leeren Platz gefüllt. Aber ja, den einen kriege ich noch, das habe ich vorausgesehen. Die erste Brücke hat enttäuscht.
Hoffentlich läuft es an der zweiten besser. Also ich habe jetzt 2, 3 Brücken, die ich angeln kann. Ein bisschen dichter beisammen. Die Zeit tickt. Und den kleinen Zander will ich auf jeden Fall noch rausschmeißen. Der muss noch raus. Und gerne noch einen kleinen Hecht, weil mit einem anständigen Zander kann man auch den 68er Hecht noch ein bisschen verbessern. Jetzt müssen wir erstmal hier aus dem Fahrradchaos raus. Und dann geht's weiter. Oh fuck! Schon wieder verloren. Oh, das ist ein guter. Geil! Oh. Und das ist erst noch ein schöner. Uiuiui. Oh, wow, wow. Der Köder ist weg, der ist irgendwo weggeflogen. Oh. Geil! Also, schöner Hecht. Hat. Ja, 83. Ah, ja, geil. Ja, Versa-Shad Fat in 7 Inch hat mir jetzt den Fisch gebracht. Ich habe leider die Farbe jetzt nicht mehr genau hier. Die ist irgendwo im Kanal gelandet, weil die ist während des Drills weggefetzt. Ich hoffe natürlich, dass ich mir jetzt noch 1, 2 Fische holen kann. Auf jeden Fall ein mega geiler Start hier am Polder. Die Zeit rennt weg, also es vergeht wie im Flug, wie immer, wenn man so ein Turnier angelt. Und ja, ein bisschen mehr eine Stunde, alles eine Stunde ist noch zu fischen. Und ich bleibe jetzt hier an dem Fluss. Hier sind so ein paar Brücken. Hier war gestern Aktivität, zumindest ein bisschen. Im Moment geht gar nichts. Aber ich bleibe am Ball und versuche auf jeden Fall den kleinen Zander noch rauszuwerfen. Ich denke schon, dass ich es irgendwie hinkriege. Ich glaube, ich hänge einen Topfer da dran. Hier ist es so unglaublich flach. 50, 60, vielleicht 70 cm, schätze ich. Und deswegen, ich will das mal versuchen. Wer weiß, das wäre natürlich mega. Oh, ich dachte, das wäre ein Hänger. Das war aber ein Fisch. Oh Mann, wenn es nicht sein soll, soll es nicht sein, gell? Hey, das gibt's nicht, oder? Jetzt hast du den einen Fisch drauf und er steigt aus. Mann, 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 Mann. Was fehlt? There it is. Da ist der nächste Barsch. Freunde, sehr schön. Haha. Ab. Nein. Nein. Da war der nächste Barsch. Not sorry. Komm. You have a net? Awesome, thank you. I don't know, it should be floating, it might drown. Okay, der Moment der Wahrheit. Oha. Er hat 49,5. 50 cm für ein YPC. Ein kleines Upgrade, 7 cm mehr. Danke an den Mitangler für sein Netz. Sehr schön. Ich habe mich hier gerade mit einem Einheimischen unterhalten. Und ja, wie es der Zufall dann so will, ne? Habe ich meinen Kescher verloren.
Der schwimmt jetzt hier irgendwo im Fluss. Vielleicht, ich guck mal, ob der sich da hinten, weil er ist runtergesunken. Ich könnte mir vorstellen, dass er sich da hinten, wo das Wasser sich verdreht, vielleicht irgendwie an den Grund gelegt hat. Naja, mein Kescher ist jetzt erstmal weg. Das Gute ist, ich habe noch einen zweiten dabei. Also falls der Fisch reichen sollte, habe ich auf jeden Fall noch einen Spuntblankescher im Auto. Und, oh, da war ein Anfasser, oder? Oh. Und wieso ich den Kescher verloren habe, kann ich, um ehrlich zu sein, nicht sagen. Es war irgendwie Chaos. Und also irgendwie habe ich ihn verloren. Er ist mir aus der Hand geglitten oder ich kann es euch nicht sagen. Auf jeden Fall ist er weg. Und der Kollege hier, der Einheimische, der Holländer, der hat mir schon gesagt, dass es heute echt hart ist. Er hat einen Fisch jetzt heute auch gefangen hier, angelt aber mit Deadbait, also mit Köderfisch. Und wenn sie selbst einen Köderfisch nicht fressen, dann ist hart. Laut Regelwerk sind Fische selbst zu keschern. Da jedoch klar zu erkennen ist, dass Marc die Intention hat, sich den Kescher zu leihen, anstatt den hilfsbereiten und unwissenden Passanten keschern zu lassen, wird dieser Fang regulär gewertet. Ein Aberkennen des Fisches wäre nicht im Sinne der Regel und auch nicht im Sinne des Angelsports gewesen. Jetzt gerade mal ganz kurz nachgedacht. Wenige Würfe mit einem sehr kleinen Spinner gemacht, sofort Barschresonanz bekommen. Wir gehen zurück zu unseren Großbarschplätzen und probieren es. Wir haben nichts zu verlieren. Also ob ich jetzt hier noch einen 27er Barsch fange oder nicht, das macht den Braten einfach nicht fett. Aber wenn ich jetzt einen 40er fange, so in der Maß, das wäre richtig krass. Also ja, ich würde sagen, einfach mal ausprobieren. Wir fahren jetzt wieder rüber. Wir haben noch 1,5 Stunden Zeit, das heißt halbe Stunde Fahrzeit oder so. Ja, und dann einfach die Barsche sich jetzt da abholen. Ausprobieren. Wir haben gerade die Möglichkeiten dazu, das auszuprobieren, und das ist die einzige Barschresonanz, die ich in 10 Tagen bekommen habe. Also, let's go. Das ist eine richtig geile Stelle hier, ne? Guter Fisch. Wow, der ist größer als der andere. Scheiße, der ist groß. Habe noch gesagt, das ist eine geile Stelle. Oh, geil. Ich wollte jetzt gerade zurückgehen, ne, weil hier jetzt eine Weile lang nichts mehr gelaufen ist. Ich habe gesagt, okay, die Kurve machen wir noch. Und die haben wir gemacht. Und wie? Ich würde sagen, 83 wieder? Ja. Oder? Ja. Ja, Wahnsinn. Wieder genau 83. Ich freue mich. So geil, hey. Schnell wieder zurück, es ist heiß und der Fisch soll natürlich wieder anderen Anglern Freude machen. Und weg ist er. Na, sieh mal an, nach Pleiten, Pech und Pannen steht Christina wieder auf und hat auf einmal realistische Chancen auf die Qualifikation. Der Kampf um Platz 3 verspricht in den letzten 45 Minuten noch einmal spannend zu werden, bevor wir zum Schlusssprint ansetzen. Aber ein kurzer Blick auf Christinas Polderstock. Ja, also ich mache jetzt noch kurz Werbung für die Route, weil ich das noch gar nicht gemacht habe. Und zwar, ich habe die Hechte heute mit der A-Crux von Raptor gefangen. Das Raptor ist die Raubfischmarke von Trabuco aus Italien, die wirklich absolute Top-Routen hat. Was hier auch noch ganz speziell ist, wenn man vorne gegen die Spitze schaut, die Ringe, die drehen sich um den Blank. Da ist eigentlich der Sinn der Sache, dass sich die Belastung besser verteilt. Hat eine super Aktion, ist gerade auch fürs Polderangeln absolut perfekt. Und dieses Modell ist jetzt 7,3 Fuß lang, also da sind wir bei 2,20 Meter. Die gibt es auch noch eins länger, das war wahrscheinlich jetzt hier fast noch besser gewesen. Einfach um auch ein bisschen übers Schilf rauszukommen. Und das Wurfgewicht ist 14 bis 56 Gramm und das ist für mich persönlich eigentlich das perfekte Wurfgewicht. Also eine ganz, ganz geile Hechtroute, die ich auf jeden Fall jedem empfehlen kann. Die besten Deals für Raubfischangler im November. Die Early Blackbird Week steht in den Startlöchern. Der Beginn ist streng geheim. Die Deals noch geheimer. Geschenke gibt's auch. Wie du beim Start in der ersten Reihe fliegst, abonniere einfach unseren Newsletter und werde vor allen anderen über den Beginn, die Deals und weitere Highlights
informiert. Die Early Blackbird Week auf hechtundbarsch.de. Liebe Catch-and-Cook-Fans, für all diejenigen, die gerne mal einen Fisch mitnehmen und ihn verspeisen, für die haben wir unsere LMAB Zubehör-Range etwas erweitert, nämlich um einen Fischpriest, einen Fischbetäuber zum weitgerechten Betäuben der Fische. Dann haben wir ein Filetiermesser, mega scharf, und wir haben auch noch ein Filetier-Set. Da ist ein Messer bei, ein Messerschleifer und wir haben auch noch einen schnittfesten Handschuh, damit das Ganze unfallfrei über die Bühne geht. Viel Spaß beim Fangen, beim Zubereiten und natürlich beim Verzehren. Mahlzeit! Dieser Köder bringt dich garantiert zum Hecht. Der Köfi Real Vibe. Voll lackiert, semi-transparent, ultra realistisch mit Folie eingearbeitet. Der Köder hat gleich mehrere tolle Features. Zu meinen absoluten Highlights gehören vor allem der kugelgelagerte BKK-Drilling, der deinen Aussteiger aufs Minimum reduziert. Hier vorne gibt es noch eine Öse, um einen Chica-Sinker einzuarbeiten, damit man den Köder auf maximale Tiefe bringen kann, wenn die Hechte dann auch mal etwas tiefer stehen. Und jeder Köder wird mit 2 verschiedenen Tails geliefert. So ist man am Wasser farblich noch etwas flexibler und kann auf die Bedürfnisse der Hechte eingehen. Einmal ganz simpel eingeleiert, läuft er schön in der S-Kurve oder mein absoluter Favorit im Stop and Go, quasi mit halben oder ganzen Kurbelumdrehungen, je nach Rolle, um ihn schön von links nach rechts ausbrechen zu lassen. Das Gute an dem Köder, mit 180 mm Länge hat er ein Gewicht von nur 53 Gramm und ist somit an jeder normalen Hechtspinnrute angelbar. Deswegen, es gibt keine Ausreden mehr. Schnappt euch den Real Vibe, ab ans Wasser und ab an die dicken Hechte. So, zurück an dem Stretch mit den Ausläufen. Ich hoffe einfach, dass ich noch einen guten Fisch bekomme. Mein Gefühl ist, wenn ich noch einen guten Zander bekomme oder einen guten Barsch, dann habe ich wirklich eine gute Chance aufs Halbfinale. Leider fehlt der Hecht, dann wäre ich mir sogar fast sicher. Ich weiß natürlich nicht, wie die anderen gefangen haben, aber mit dem, wie es bis jetzt so lief, ja, ist das mein Gefühl. Let's see. Ein Fisch erstmal, idealerweise nicht ein 26er Barsch, aber würde ich tatsächlich gerade auch noch nehmen. Da das mit dem Kanal bei mir überhaupt nicht klappt und ich immer noch nicht so richtig bin, ob es an mir liegt oder ob ich irgendwas besser machen könnte oder sollte, gehe ich jetzt die letzte Stunde all in und versuche einen großen Fisch zu haben oder zu bekommen. Das heißt, jetzt werfe ich noch eine Stunde Big Baits wie blöd. Drückt mir bitte auf den letzten Metern die Daumen. Ich brauche das jetzt unbedingt. Ich danke euch und ihr hört von mir. Could be Sender. Nice. Oh no! Ah! Shit. Mann! Ah! Das war ein richtig guter Fisch. Ich denke auf jeden Fall so ein Ende 60er. Mein Pre-Rigged Softpeto. Oh, wie mich das ärgert. Ach, tut das weh. Na egal, bringt alles nichts, nicht heulen, weitermachen. Die Fische sind da, die Fische beißen. Irgendwas habe ich jetzt richtig gemacht. Die Chance auf einen versöhnlichen Abschluss vergeben. Extrem bitter und ich sag euch ehrlich, mir wären da noch ein paar schlimmere Schimpfworte rausgerutscht. Schnell weiter. Zurück an der Maas. Tatsächlich hat es uns hier wieder verschlagen, weil wir wollen jetzt unbedingt testen, ob hier die kleinen Spinner vielleicht die großen Barsche fangen. Man weiß ja nie, weil so richtig was Kleines habe ich hier eigentlich überhaupt noch nie geangelt. Und vor allen Dingen auch nicht mitten im, sag ich mal, Hauptstrom. Man fischt ja immer nur die Kanten irgendwie, aber das sind ja die Barsche einfach nicht. Und vielleicht sind sie einfach mitten im Hauptstrom und fressen was ganz Kleines. Das war ja jedenfalls das gerade, was die kleinen Barsche im Kanal gemacht haben. Warum dann nicht auch die großen im Fluss? Letzter Spot für heute. Genau diesen Spot habe ich vor einem Jahr in der Vorrunde an meinem zweiten Tag gefischt. Damit habe ich den Tag begonnen und der Spot hat mir sehr viel Glück gebracht. Hier hatte ich nämlich 2 Hechte und das hat dann letztes Jahr quasi noch mal die Wende gebracht. Ich habe leider nur noch nicht mal mehr 20 Minuten. Ich werde das Ding jetzt einmal hier zu Ende fischen, in der Hoffnung, dass ich hier wenigstens einen Trostfisch
einen kleinen Abschlussfisch bekomme. Das ärgert mich sehr, dass ich vorhin den Hecht verloren habe. Oder dass er nicht gehangen hat. Aber so ist das manchmal beim Angeln. Noch ist nichts vorbei. Ein Fisch und Luis könnte doch noch ins Halbfinale rutschen. Hält die finale Vorrunden-Episode einen letzten Twist bereit? Oh, Biss gehabt. Richtiger Tock. Ich glaube, ich hatte wieder einen Biss. Not such a perch. No! No! Ich hatte ihn drauf. Ich hatte ihn drauf. Ich hatte ihn drauf. 100%. Leute, ich habe was Dickes am Haken. Ihr könnt euch vielleicht schon denken, was es ist. Es ist kein Fisch. Nennt sich Gunky Ready Street Net. Oh Mann. Au, das Birne angehauen noch. Naja, also. In dem Fall ist das Glück auf meiner Seite. Die Fische wollen zwar nicht mitspielen, aber immerhin habe ich meinen Kescher wieder gefangen. Dass der sich irgendwo verkeilt hat, hatte ich mir schon gedacht. Deswegen war die Schwundwand entlang. Eigentlich wollte ich einen Fisch fangen. Also, ich sag mal, ein 60er Zander wäre mir jetzt lieber gewesen, den ich hätte landen können. Aber ich bin auch froh, dass ich meinen Kescher wieder habe. Okay, gut. Mann, ist das schlimm, ey. Das ist so schlimm. Ach, ist das schlimm, ey. Das ist so... Oh, ist das ätzend, ey. Das gibt's doch nicht. Plan ist leider überhaupt nicht aufgegangen. Heute die große Mystery Box. Ja, ich habe einfach viele Spots ausprobiert. Ich habe den Zander, den habe ich heute noch gefangen, Gott sei Dank. Aber immerhin, ich bin kein Schneider gewesen. Aber es fühlt sich am Ende doch an, als hätte ich heute geschneidert. Ich habe vorhin einen Hecht verloren. Das wird heute ein harter Abend. Naja, Glückwunsch an die, die weitergekommen sind. Ich bin durch für dieses Jahr. Danke fürs Daumendrücken. Bis zum nächsten Mal. Peace. Mann! Also eine Nullnummer, das tut schon richtig weh. Vor allem, dass der letzte Fisch abgegangen ist. Bin ein bisschen enttäuscht von mir selbst. Aber ich glaube, dass mein Plan dennoch gut gewesen sein hätte können. Ich weiß nicht, ob die Fische es wollten oder ob ich irgendwas falsch gemacht habe. Aber ja, in der Vorbereitung haben alle Spots geliefert, mehr als ausgiebig. Von daher war ich da sehr zuversichtlich mit dieser Zone. Der Angelgott hat es anders gesehen. Was soll ich machen? Am Ende bleibt mir nur zu sagen, danke. Danke für euren Support. Danke an Rapala Dach. Thanks to Rapala Finnland oder Rapala Europe. Thanks to the French guys von DMC. Merci à vous. Danke an Dominik, die gute Fee, die mich immer begleitet, ohne die das Ganze nur halb so cool wäre oder halb so erträglich. Ja, und danke an meine Familie, meine Kinder und meine Partnerin. Ich fahre jetzt nach Hause, esse was Gutes, lasse das Ganze so ein bisschen sacken und dann soll es das gewesen sein. Bin echt gespannt, ob es gereicht hat. So ganz zufrieden bin ich nicht, aber gut, es war einfach ein zäher Angeltag. So Tage muss es auch geben. Ich hoffe natürlich, dass es gereicht hat. Wenn ich mich nicht verzählt habe, bin ich irgendwie bei 420 Punkten. In Gruppe C hätte es gereicht, in den anderen beiden Gruppen nicht. Deswegen fahren wir jetzt zurück und gucken mal, was uns Toni so erzählt und ob wir uns im Halbfinale wiedersehen oder ob hier Feierabend ist. Falls ja, bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Daumendrücken und schaut mal auf dem Elex Deutschland YouTube-Kanal vorbei. Da gibt es auch ein paar tolle Videos. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ja, das war's für den zweiten Tag für Gruppe D an der YPC Bank 2025. Ich denke nicht, dass ich mich qualifiziert habe für die Zwischenrunde. Ich habe 2 gute Hechte gefangen, da bin ich super happy drüber.
Und ja, war einfach ein toller Tag. Ich hatte echt viel Spaß und habe mir auch keinen Druck gemacht heute. Ich habe es so genommen, wie es kommt, und es war genau das Richtige für mich. Hatte eine gute Bissfrequenz, auch beim Zanderangeln. Leider 2 gute Fische verloren, das war natürlich ärgerlich. Wird wahrscheinlich für den einen oder anderen Lacher sorgen. Ja, das passiert halt, ne? Wenn man nervös ist und den Fisch unbedingt haben will, und dann läuft einfach alles schief. Aber trotzdem konnte ich ja noch einen Zander fangen. Und ja, ich bin sehr zufrieden mit mir und ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dieser Folge. Und ja, würde mich freuen, auf jeden Fall euch bald wiederzusehen. Ich bin tatsächlich sehr happy mit meinem Ergebnis, was ich jetzt hier dieses Mal erreichen konnte. Nicht besonders happy mit dem Grundergebnis, aber unter diesen Bedingungen, die wirklich, wirklich hart waren, bin ich tatsächlich sehr, sehr froh und bin auch sehr froh, euch zeigen zu können, dass Spinner immer geht. Ich wollte auf jeden Fall natürlich nochmal meinen Sponsoren danken im Sinne von Savage Gear. Geilstes Angel-Equipment ist einfach so, und insbesondere natürlich für alle Hechtangler da draußen einfach das Nonplusultra. Ich wollte mich natürlich auch noch bedanken bei ein paar Freunden von mir, die mir sehr geholfen haben. Bei Willi natürlich, der mich unterstützt hat im Training, ganz, ganz, ganz viel. Bei Daniel, der mir auch sehr viel geholfen hat. Bei Fabi, bei Andi, ja, bei ganz vielen Leuten. Und ja, vielen lieben herzlichen Dank. Ich freue mich und bin sehr gespannt auf die Siegerehrung. Ich denke, bei mir könnte es gereicht haben für die nächste Runde. Aber gut, man soll nicht zu viel erwarten. Wir schauen es gleich mal ab. Wir warten es gleich mal ab. So. War ganz schön anstrengend, vor allem mit den Temperaturen heute. Aber ja, es ist tatsächlich am Ende dazu gekommen, dass ich noch Pläne umsetzen konnte von mir. Ich hätte es nicht mehr für möglich gehalten, aber es hat mich sehr gefreut, dass ich mich zumindest mit ein paar Fischen hier noch ins Turnier einbringen konnte. Ob es für ein Halbfinale reicht, ich wage es an der Stelle mal stark zu bezweifeln. Ich glaube, einen Fisch mehr hätte ich gebraucht, um eine wirklich gute Chance zu haben. Aber ich habe natürlich keine Ahnung, wie die anderen heute gefangen haben. Ich hoffe, dass Alex es nicht zu schlecht geht mit seiner Verletzung, mit seinem Cut. Das ist natürlich ein bisschen wichtiger als alles andere, dass da alles in Ordnung ist. Aber ja, mal schauen. Vielleicht wird es randomly doch was mit dem Halbfinale. Ich denke aber eher nicht. Wir sehen uns dann gleich nochmal bei der Verkündung. Nach 2 schweren Angeltagen sind die Selbsteinschätzungen in dieser Gruppe erstaunlich akkurat. Wir lauschen der offiziellen Verkündung durch Toni. So, da alle hier der deutschen Sprache mächtig sind, seit langem eine Ergebnisverkündung auf Deutsch. Wir haben 2 sehr, sehr harte Angeltage hinter uns, beziehungsweise ihr. Für manche war der erste Tag sehr schlecht, für andere der zweite. Die 2 Alex hatten an beiden Tagen kein Glück, muss man sagen. Alex Wilz, vermutlich ein paar falsche Entscheidungen getroffen. Bei deinem Debüt letztes Jahr, da ging es direkt in die nächste Runde. Diesmal leider deutlich weniger Glück. Und Alex Schmidt, der noch deutlich größere Pechvogel heute, musste, ja, ich glaube nach einer Stunde oder anderthalb verletzt aufgeben beim Landen des ersten Fisches an diesem Tag. Da wäre der erste Wertungsfisch gewesen, stattdessen ging es leider ins Krankenhaus. Schön, dass du es trotzdem hergeschafft hast und hier bei uns stehen kannst. Den Tagessieg an Tag 1 holte sich Max Guder, und weil er heute mit seinem Angstgegner, dem Barsch, in einem kleineren Exemplar die Karte voll machen konnte und dann mit seinem Lieblingsfisch auch noch mal upgraden konnte, holt er sich verdient den Gruppensieg. Herzlichen Glückwunsch, Max. Seit 2020 gibt es quasi kein YPC ohne Mark Paczowski. Und während er bei YPC Boat und Bass regelmäßig im Finale landet, warten wir seit 2020 auf eine Finalteilnahme von Mark. Dieses Jahr lebt die Hoffnung zumindest erstmal weiter. Herzlichen Glückwunsch, du bist auch im Halbfinale. So, dann bleiben uns 2 Angler und eine Anglerin. Luis konnte am ersten Tag den größten Hecht des bisherigen Turniers fangen mit 1,4 m. Hatte heute deutlich mehr zu kämpfen, noch mehr. Sahnetag war der erste jetzt auch nicht, sagen wir es mal so. Ja, und Marius und Christina, viel Lehrgeld am ersten Tag. Waren auch extrem schwierige Bedingungen. Dafür muss man sagen, war bei euch heute der zweite Tag echt sehr passabel. Christina, 3 schöne Fische für dich, auch gute Größen. Marius konnte noch einen Fisch mehr fangen. Und somit geht das 3. Halbfinalticket an Marius Schepp von Westin. Gratuliere.
Größter Barsch auch der Gruppe. Herzlichen Glückwunsch. Gut, Leute, das war die Gruppe D. In der Gesamtbetrachtung sicher ein Realitätscheck für alle, die glauben, in den Niederlanden sei an jedem Tag Fangtag. Marc, Max und Marius komplettieren die zweite Zwischengruppe. Christina verabschiedet sich achtbar. Der Rest will dieses Turnier wohl schnell vergessen. Das Wichtigste bleibt aber. Alex' Verletzung ist letztlich nicht so schlimm wie zunächst befürchtet. Damit lassen wir die Vorrunde hinter uns und richten den Blick aufs Halbfinale. An den kommenden beiden Wochenenden zeigen wir euch die erste Zwischengruppe, in der Roman Jacuzzo, David van Manen und Ton van Ham aus Gruppe A mit Daniel Weyers, Ino Terminga und Markus von Ooy aus Gruppe B um nur 2 Finalslots kämpfen. 9 Stunden Angelzeit, kein Platz für Fehler. Wer den besten Start erwischt, seht ihr nächsten Sonntag um 18 Uhr. Bis dahin, Like dalassen und euren Favoritentipp abgeben. Ich wünsche euch eine gute Zeit und ciao.